weiß nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama und heute nehme ich euch mit auf dem 500 Jahre alten Kolonialweg Camino de Cruces. Der Weg verband das alte Panama-Stadt am Pazifik mit der Festung San Lorenzo in der Karibik. Der Abschnitt, den wir heute gehen, führt vom Obst- und Gemüsemarkt Merca 22 Kilometer durch den Urwald bis an den Ort Venta de Cruces am Rio Chagres. Venta de Cruces war der Punkt, wo die Leute früher auf ein Boot umgestiegen sind und auf dem Rio Chagres bis in die Karibik gefahren sind. Los geht's! Im Moment ist Trockenzeit in Panama. Das heißt, es gibt nur wenige Moskitos, Bäche und Flüsse sind leicht zu überqueren und der Boden ist von Laub bedeckt. Das erste größere zu überwindernde Hindernis auf der Wanderung ist der Rio Caimitillo. Ja, hier geht es offensichtlich nicht weiter. Das heißt, wir müssen wohl hier jetzt durchs Wasser. Da drüben ist ein Weg. Hier scheint es so einen Weg zu geben und da wahrscheinlich einen von denen müssen wir jetzt nehmen. Nach einer kurzen Suche haben wir einen morschen Baumstamm gefunden, der es uns erlaubt hat, eine trockene Furt zu erreichen. Hat sich gelohnt. Es ist tatsächlich möglich, hier trockenen Fußes über den Fluss zu kommen. Cool. Der Camino de Cruces war einer der wichtigsten Wege für die Kolonisierung Nord- und Südamerikas. Während der Jahrhunderte haben Hunderttausende Abenteurer auf ihm den Isthmus auf der Suche nach einem besseren Leben und Reichtümern überquert. Der Weg ist bis auf wenige Ausnahmen gut markiert. Gemessen an seiner Bedeutung wandern heute nur sehr wenige Menschen auf dem Camino de Cruces. Panama weiß sein Erbe und das Potenzial für den Tourismus leider nicht zu schätzen. Umso besser für Abenteurer wie uns, die den Weg ungestört auf eigene Faust entdecken können. Wir sind jetzt hier in Limarette angekommen. Das ist etwa auf 60% des Weges von dem ersten Abschnitt. Und hier war ein Kreuzungspunkt. Und zwar ging hier der alte Weg Richtung Panama Viejo, also dem alten Panama. Und hier muss im Jahr 1671 Henry Morgan mit, ich glaube, 1200 Soldaten muss der hier lang gekommen sein, Richtung Panama Viejo, dem alten Panama, und hat das zerstört. Und danach, als dann die neue Altstadt gegründet wurde, also die heutige Altstadt, da wurde dann dieser Weg, dieser Teil gebaut, auf dem wir jetzt gerade gelaufen sind. Und jetzt, das muss jetzt dann der älteste Teil von dem Weg sein, einer der ersten, die den Isthmus überquert haben. Der Camino de Cruces war etwa 2,40 Meter breit, soweit es das Gelände zuließ. An einigen Stellen gibt es Verjüngungen, an denen nur eine Person passieren konnte. Meine Vermutung ist, dass diese Engstellen zur besseren Verteidigung angelegt wurden. Die Steine, die den Weg pflastern, wurden in den Flüssen der Umgebung gesammelt. Mit Hilfe von großen Steinen wurden Quadrate gebildet, die mit kleinen Steinen aufgefüllt wurden. Insgesamt dauerte die Überquerung von San Lorenzo bis nach Panama Viejo etwa 12 bis 15 Tage. Ja, wir sind jetzt hier bei der Carretera Madden angekommen. Hinter mir ist El Cañón. Der Weg geht wahrscheinlich da drüben weiter. Und hier ist jetzt gerade eine Polizeikontrolle. Es wäre jetzt irgendwie super cool, wenn hier ein Eisstand oder sowas wäre. Aber ja, wir haben jetzt die ersten 12 Kilometer geschafft und der zweite Teil bis zum Rio Chagres sind nochmal 10 Kilometer. Falls ihr nur einen Teil des Camino de Cruces wandern möchtet, könnt ihr die Carretera Madden als Einstiegs- oder Endpunkt nehmen. Der Camino de Cruces war nicht nur für das spanische Imperium wichtig. Als im Jahr 1848 der Goldrausch in Kalifornien ausbrach, wählten Hunderttausende Glücksritter die Route über den Camino de Cruces, um von der Atlantikküste der USA an die Pazifikküste zu gelangen. Aus dieser Zeit zeugen heute noch Hufabdrücke von Mulis, die sich in den felsigen Untergrund geschliffen haben. Was mich an Orten wie dem Camino de Cruces fasziniert, ist, wie herausragend wichtig sie einst waren und wie bedeutungslos sie heute sind. Einst eine der Hauptschlagadern des spanischen Imperiums, auf dem Menschen und Güter über Jahrhunderte in die neue Welt strömten.
Heute fast vergessen und vom Urwald verschluckt. Die Vergänglichkeit springt einem förmlich ins Gesicht. Der Schweiß und das Blut, das vergossen wurde, um ihn zu bauen und zu betreiben. Die Strapazen der Reisenden. Tropischer Regen, hohe Luftfeuchtigkeit, schweres Gepäck, Moskitos, schlammiger Untergrund. Aber dennoch hat er die Geschichte verändert. Entlang seiner Route wurde die erste transkontinentale Eisenbahn über den Isthmus gebaut. Die Eisenbahnlinie war Voraussetzung für den Bau des französischen Kanals. Der französische Kanal war Voraussetzung für den heutigen US-Kanal. Heute passieren Schiffe mit einer Länge von 366 Metern, 15 Meter Tiefgang und 120.000 Tonnen Gewicht den Isthmus in weniger als 10 Stunden. Ja, hier ist jetzt gerade ein bisschen Offroad, das Gelände. Und ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Es geht hier wirklich so 3, 4, 5 Meter nach unten. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier irgendwie außen rum. Vielleicht haben wir irgendeine Abkürzung verpasst. Müssen wir schauen. Wie sich herausgestellt hatte, gab es etwa 300 Meter vor dieser Stelle einen neueren Umgehungsweg, der nicht eindeutig ausgeschildert war. Der Camino de Cruces überschneidet sich auf etwa 500 Meter Länge mit dem Wanderweg Camino de la Plantación. Zum Camino de la Plantación habe ich bereits ein Video gedreht, das ihr in der Beschreibung findet. Der Camino de la Plantación eignet sich als ein weiterer Start- oder Endpunkt für eine Wanderung auf dem Camino de Cruces. So, jetzt bin ich wieder am Ende vom Camino de la Plantación, wo ich das letzte Mal das Video beendet habe. Hier ist das Schild und hier geht der Camino de Cruces weiter. Jetzt sind es, glaube ich, noch so 4 Kilometer. Das heißt, wir haben jetzt 18 von 22 Kilometern geschafft. Die Schwierigkeit wird jetzt dann noch ein Boot dort zu finden, weil wir irgendwo am Fluss ankommen. Und bisher hat der Typ, ich habe eine Nummer von einem, der da mit dem Boot immer wartet, in Gamboa. Von dem habe ich eine Telefonnummer, aber bisher hat er noch nicht geantwortet. Das heißt, notfalls müssen wir uns da irgendwas einfallen lassen. Jo. Ich hatte 4 Liter Wasser für die Wanderung dabei. Allerdings zog sich der Weg auf diesem Abschnitt in die Länge und unser Wasser ging langsam zur Neige. Das war der perfekte Moment, um meinen neuen Wasserfilter unter Realbedingungen zu testen. So, ich werde jetzt mal meinen Wasserfilter ausprobieren, hier an der Pfütze. Das Wasser ist klar. Ich glaube, ich werde dann feststellen, ob der Filter was taugt oder nicht. Mit Hilfe des Wasserfilters haben wir unseren Wasservorrat wieder aufgefüllt. Obwohl ich einen sehr empfindlichen Magen habe, habe ich das Wasser ohne Probleme vertragen. Der Sojafilter ist super klein und praktisch. Ich werde ihn von nun an immer auf Wanderungen dabei haben. Falls ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, findet ihr einen Affiliate-Link in der Beschreibung, über den ihr den Filter kaufen könnt. Wenn ihr den Camino de Cruces oder einen ähnlichen Weg wandern wollt, dann schätzt euer Fitnesslevel und eure Erfahrung bitte realistisch ein. Letzten Samstag wurde eine 40-jährige Deutsche dehydriert und entkräftet auf dem Camino de Cruces gefunden. Bedenkt auch, dass die Bedingungen bei Regen schwieriger sein können. Ja, wir müssten jetzt gleich dort sein. Hier steht Kilometer 10. Gerade hat uns eine Wespe attackiert. Ich wurde einmal gestochen, Kumpel wurde zweimal gestochen. Und jetzt ist gerade Regen gekommen, aber ich glaube, es hat nur getröpfelt. Jetzt müssten wir gleich da sein. Je näher man dem Rio Chagres kommt, desto flacher und offener wird das Gelände. Am Ende des Weges lag der Ort Cruces am Ufer des Rio Chagres. Heute liegt das Dorf unter dem Wasserspiegel des aufgestauten Flusses. In Cruces gab es eine Kirche und eine Zollstation, in der eine Gebühr für die Benutzung des Camino de Cruces erhoben wurde. Geschafft. Da vorne müsste das Ufer sein und dann müssen wir jetzt schauen, dass wir ein Boot kriegen. Das ist irgendwie 3:30 oder so. Und ich hoffe mal, dass irgendwo noch ein Boot vorbeikommt. Weil der Typ, der mich geschrieben hat, der hat nicht geantwortet, von dem ich die Nummer hatte.
aber ja, passt schon. Nach einem Anruf bei der Parkverwaltung wurde uns nach wenigen Minuten ein Boot geschickt. Hola, ¿cómo va? No, 15 Minuten. Der Rio Chagres wurde auf der 4. Reise von Christopher Columbus im Jahr 1502 entdeckt. Kolumbus gab ihm den Namen Rio de los Lagartos oder auch Krokodilfluss. In Momenten wie diesen bin ich unglaublich dankbar, in Panama zu wohnen. Solche Abenteuer direkt vor der Haustüre zu haben, ist ein echtes Privileg. Hier überqueren wir gerade eine schwimmende Barriere, die verhindert, dass Treibgut in den Panama-Kanal gelangt. Der Camino de Cruces hat in seiner Geschichte mehrere Hoch- und Tiefphasen erlebt. Das letzte Mal, dass der Camino de Cruces im Rampenlicht stand, war während des Goldrausches in Kalifornien von 1848 bis 1852. Der Goldrausch war Anlass für den Bau der ersten Eisenbahnlinie in Panama. Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahn im Jahr 1855 verlor der Camino de Cruces an Bedeutung und geriet in Vergessenheit. Für mich hat die Wanderung auf dem Camino de Cruces gehalten, was sie versprochen hat. Es ist eine Wanderung durch die Geschichte Panamas. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von Panama sehen wollt, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.